Ja, hallo, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk und auch heute wieder zum Thema USA beziehungsweise transatlantische Beziehungen. Viele unserer Kunden beziehungsweise Unternehmen leiden momentan unter Planungsunsicherheit aufgrund geo- und wirtschaftspolitischer Spannungen. Deswegen haben wir diese Videoreihe ins Leben gerufen, um einen kleinen Beitrag zu leisten zur Aufklärung, indem wir mit Experten sprechen, die USA sehr gut kennen und eben auch Deutschland, die uns Informationen geben, was sich momentan tut. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich, heute mit Ralf Freund zu sprechen. Ralf Freund ist Vizepräsident der Republicans Abroad und ausgewiesener USA-Experte. Ralf, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Claudia. Ralf, du bist Vizepräsident der Republicans Abroad. Das ist wirklich interessant. Du bist ja Deutscher. Es gibt auch noch die Republicans Overseas. Vielleicht kannst du das nochmal differenzieren, den Unterschied. Die Republicans Overseas sind, so wie ich das verstanden habe, Anhänger von Trump und auch AfD-affin. Aber ihr seid in dieser Hinsicht ja doch ein bisschen anders positioniert. Ganz recht. Also wir sind offiziell die Republicans Abroad Germany e.V. und von denen du gesprochen hast, sind die Republicans Overseas Germany e.V. Die waren früher bei uns teilweise Mitglied gewesen und haben jetzt ihren eigenen Ableger gegründet, weil sie Ja. eben politisch auf einer anderen Linie sind. Und diese Zerrissenheit der US-Republikanischen Partei hat sich leider hier in Deutschland auch dementsprechend manifestiert. Wir sind aber Transatlantiker. Wir stehen für Freihandel, wir stehen für eine starke NATO, wir stehen auch für eine starke NATO-Ostflanke gegen Russland. Mhm. Und dementsprechend verstehen wir uns als Republikaner im Sinne der Präsidenten Ronald Reagan, George Bush Senior, als auch George Bush Junior Okay. und sind nicht klassische, sage ich mal, MAGA-Republicans, die eben den Blick mehr nach innen lenken, sondern wir schauen eben auch auf unsere Bündnispartner und unsere Handelspartner. Okay, verstehe. Ja, das ist doch ein ganz wichtiger Unterschied. Und Ralf, man sieht dich ja, du bist wirklich von Lanz Anne Will in allen Talkshows unterwegs. Man liest sehr viele Medien über dich. Seit vielen, vielen Jahren, ja, sprichst du über die USA. Wie kommt das? Du bist doch Deutscher und kein Amerikaner. Was hat dich dazu bewegt? Naja, ich bin schon sehr US-affin. Meine Mutter hat in Amerika studiert nach dem Krieg. Meine Eltern haben dort gearbeitet. Ich habe dort studiert. Ich habe dort gearbeitet. Und es gibt eine Anekdote. Da war ich dann bei einer Veranstaltung der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer und da hat mich Ja. einer angesprochen und gesagt, sag mal, du hörst dich ja eher an wie ein Elefant. Und das meinte er nicht als Beleidigung, weil das Symbol der beiden US-amerikanischen Parteien ist eben der Elefant. Für die Republikaner kräftig, aber etwas dickhäuterig, etwas schwerfällig. Und Okay. nicht wie der Esel, das sind die Demokraten, das ist ein überdimensionierter Esel, der ist so groß wie ein Elefant. Und das geht aber nicht etwa auf selbstgewählte, soll ich sagen, Fauna- oder Tierwelt zurück der Parteien, sondern auf eine Karikatur in der New York Times von 1871, wo eben die Demokraten als wendig, aber etwas dünnlich bezeichnet werden, die Demokraten, die Republicans, eben als Okay. stark, aber etwas dickhäuterig und etwas schwerfällig. Und ich höre Naja. mich also mehr an wie ein Republikaner als ein Demokrat. Und wir bräuchten jemanden wie dich, der uns unterstützt mit der Administration, mit den deutschen Behörden. Ich habe auch noch ein kleines Steuerbüro. Mhm. Ich helfe euch. Und so bin ich dann von diesen mehr administrativen Dingen, bin ich dann als German Spokesman dann aufgewachsen, habe dann immer mehr Pressetermine im deutschsprachigen Medien übernommen und bin dann Ja. letztendlich in die Rolle reingewachsen. Ah, okay, interessant. Ja, prima. Also freue ich mich, dass du heute dabei bist, denn Ralf, das war ja wirklich eine ja, spannende Woche, sage ich mal. Gestern leider Gottes Wahlen in Frankreich. Die Welt verändert sich momentan drastisch und letzten Donnerstag die erste Präsidentendebatte. Viele Leute, glaube ich, sind relativ geschockt von dieser Debatte. Einerseits, weil natürlich ein Präsident Biden doch recht altersschwach wirkte. Ich glaube, das muss man so hart sagen und viele Bedenken haben, ob er wirklich nochmal antreten kann. Und auf der anderen Seite ein wesentlich agiler wirkender Trump. Allerdings soll er, so schreibt das Handelsblatt, über 20 Falschaussagen gemacht haben und in seiner Art, wie er eben ist, nun mal sehr poltrig. Also keine Präsidentschaftsdebatte, wie man sie kennt, was du gerade angesprochen hast, wie früher an Ronald Reagan beispielsweise. Was ist deine Einschätzung dieser ersten Debatte und auch die Konsequenzen jetzt für die Phase bis zum 5. November? Man muss bei diesen Debatten immer so ein bisschen die Spielregeln beachten. Also natürlich hat jeder dort die gleichen Redeanteile und ja, in der ersten Hälfte der Debatte zumindest
hat Biden da keine gute Figur abgegeben. In der zweiten Hälfte war er sachlich besser, hat auch Trump vehement widersprochen. Man muss aber verstehen, wie groß ist eigentlich der Einfluss solcher Debatten im Fernsehen. Wir hatten die erste Fernsehdebatte überhaupt, die war an John F. Kennedy gewesen, damals gegen Ja. Nixon. Nixon war Favorit und Kennedy hat dort eine glänzende Figur abgegeben, der junge Präsident, und hat dann ganz, ganz knapp später die Wahl gewonnen. Da war es möglicherweise entscheidend. Wir hatten aber dann Wahlen und auch TV-Duelle. Ronald Reagan gegen Walter Mondale. Reagan hat in der ersten Debatte ganz schwach ausgesehen, ging auch um sein Alter. Und Reagan hat trotzdem die Wahl hochgewonnen. Wir hatten jetzt in der jüngeren Vergangenheit Barack Obama gegen Mitt Romney die erste Debatte. Es sah Obama ganz schlecht auch. Und nicht nur so vom Äußeren her, wo wir jetzt alle drauf schauen, auch inhaltlich sah ganz schlecht aus. Mhm, Und mhm. hat dann aber in der zweiten Debatte eine bessere Figur abgegeben, hat die Wahl haushoch gewonnen. Also ich glaube, der Einfluss von solchen Debatten ist begrenzt und ich sage mal so, Trump wird auch nach der Debatte immer noch jemand sein, der Unwahrheiten bis Lügen verbreitet, und Biden wird auch nicht jünger werden. Also ich glaube, die Grundeigenschaften der beiden werden sich nicht ändern, und eine TV-Debatte, auch wie sie jetzt ausgegangen ist, wird keinen großen Einfluss haben. Das hat zumindest die Vergangenheit bewiesen. Okay, interessant. Und ich meine, vielleicht, Ralf, kannst du uns ein bisschen helfen hierbei? Und zwar, in den Medien kursieren ganz unterschiedliche Theorien. Natürlich wurde diskutiert in den Medien, sollte ein Biden zurücktreten, sollte man ihn absetzen? Wie genau läuft das denn faktisch in den USA ab? Er ist ja, habe ich gehört, noch gar nicht offiziell nominiert. Also sollte man sich entscheiden, einen anderen Präsidentschaftskandidaten zu wählen, wie würde das jetzt ablaufen eigentlich in den USA? Also technisch gesprochen ist es so eigentlich gar nicht mehr möglich. Jeder Kandidat bekommt in den Vorwahlen Stimmen. Diese Ja, Stimmen werden zwar durch Delegierte praktisch repräsentiert, aber diese Delegierten sind grundsätzlich nicht ihrem Gewissen unterworfen, sind keine Abgeordneten in dem Sinne, sondern das sind Stimmen, die er hat. Und die können aber nur dann abgegeben werden, wenn es beispielsweise sich um sogenannte nicht Delegierten, sondern Superdelegates handelt. Übrigens ein Umstand, den Hillary Clinton brauchte, um damals Sanders zu schlagen, hat dringend die Stimmen gebraucht. Da ist ein Ermessensspielraum drin. Die Stimmen, die ein Kandidat gewonnen hat, die stehen ihm zu. Dass dann nur Menschen dann im Convention auftauchen, um dort dann auch gewisse Publicity zu machen, ist mal eine ganz andere Sache. Aber diese Stimmen sind ihm nicht zu nehmen. Insoweit muss er zwar gewählt werden, das ist richtig, aber es gibt ja. einen Ermessensspielraum, dass man sagen könnte, lass uns doch einfach einen anderen wählen. Da müsste er dann zustimmen, dass diese Stimmen ihm nicht zustimmen, denn die hat er nun gewonnen. Die können jetzt nicht einfach beispielsweise auf eine dritte Person übergehen. Stichwort Kamala Harris. Die Option gibt es immer, mit Wahl oder ohne Wahl, denn Kamala Harris, sobald er zurücktritt, ist sie zwingend die Nachfolgerin. Da kann man keinen anderen bestimmen. Also Okay. das ist nicht wie in Hessen beispielsweise, wo Volker Bouffier in Hessen gesagt, ich mache es nicht mehr, und dann wird es der Stellvertreter, in dem Fall Tarek Al-Wazir, sondern in Hessen konnte man sagen, es wird Boris Rhein, und der wurde dann gewählt. Das ist in Amerika nicht möglich. Es wird zwingend der Vizepräsident. Also so gesehen, da hat man auch keine große andere Option, dass man sagen könnte, ach, der Vizepräsident ist sehr beliebt, also nehme ich den. In dem Ja. Fall ist es ja eher weniger der Fall. Ich glaube, die Chancen von Joe Biden sind deutlich größer als die von Kamala Harris. Okay, aber jetzt nochmal eine ganz stumme Frage. Es gibt ja noch andere Kandidaten, ja. Gavin Newsom beispielsweise wurde ja jetzt diskutiert in den Medien. Das heißt, es besteht eigentlich gar keine Option, dass er als Kandidat jetzt noch kurzfristig eingesetzt werden könnte. Doch, kann er, aber es setzt voraus, dass Joe Biden nicht antritt, dass er zurückzieht. Das ist zwingend Voraussetzung. Also die Demokratische Partei hat es Ja. nach den Vorwahlen nicht mehr in der Hand, zu sagen, wir nehmen jetzt einen anderen. Das ist nicht möglich. Joe Biden muss zwingend zurückgehen, und dann natürlich ist dann das Rennen offen. Und dann könnten andere antreten, aber die werden sich natürlich scheuen, weil nicht nur inhaltlich, auch von der Infrastruktur her, man muss Geld sammeln, man braucht ein Wahlkampfteam, man braucht eine Ja. Mannschaft. Völlig unrealistisch, meiner Ansicht nach, das so kurzfristig auf die Beine zu stellen. Also das ist meiner Ansicht nach keine rationale Option. Ja, und auch diese Diskussion jetzt kurz vor den Wahlen nochmal zu führen. Wer ist jetzt der Kandidat? Das kann auch nicht hilfreich sein, denke ich, ne? Genau. Okay, prima, danke, weil da liest man doch unterschiedliche Sachen in den Medien, dass du da hier nochmal für Klärung gesorgt hast.
Wie sieht das denn jetzt eigentlich bei Trump aus, bei den Republikanern? Ich meine, er hat die Debatte mit 67% angeblich ja doch deutlich als Gewinner, ist er hervorgegangen. Ist er nun gesetzt? Kann sich da noch was ändern? Er hat die Mehrheit der Delegierten. Man darf auch nicht vergessen, bei seiner ersten Nominierung, das geht oft ein bisschen in Vergessenheit, Ja, 2016, hat er die größte Delegiertenmehrheit eines Präsidenten bekommen bei seiner Erstwahl, also nicht bei der Zweitwahl, dann Reagan oder Bush natürlich ja, nicht. ja. Bei der Erstwahl die höchste Delegiertenmehrheit seit Eisenhower. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, mehr als Reagan bei Wow. der ersten Nominierung. Da war ja noch George Bush Senior noch mit lange im Rennen, etc. Und da habe ich dann damals ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt hat Trump eine Chance. Ich habe nicht gesagt, er gewinnt, aber jetzt hat er eine Chance. Das war so deutlich. Und diesmal hat er natürlich damals hat er gehabt irgendwie 85%, jetzt hat er, glaube ich, 98% der delegierten Stimmen. Also Trump ist gesetzt, er wird nicht zurückziehen. Also insoweit von der Seite, glaube ich, ist die Sache völlig klar. Juristisch kann ihm anscheinend zumindest nicht viel passieren. Das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, er verliert das aktive Wahlrecht, er darf keine Stimme abgeben, aber das passive Okay. Wahlrecht, dass er gewählt werden kann, bleibt ihm erhalten. Okay, das sind wir auch schon bei der nächsten Frage, genau. Gesagt haben jetzt, das Sentencing Hearing steht am 11. Juli an. Das heißt, Trump ist ja im Prozess um die Verschleierung der Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin allen 34, wie sagt man, Anklagepunkten. genau, schuldig gesprochen worden. Und was bedeutet das eigentlich für die Republikaner? Ich meine, das heißt, in Amerika bist du dadurch ja doch tatsächlich, wenn er jetzt verurteilt wird am 11. Juli, und es besteht ja entweder die Gefahr, dass er eine Strafe zahlen muss oder sogar 4 Jahre Haft bekommen kann, was für einen Präsidenten natürlich extrem ungewöhnlich wäre, kann natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden. Nichtsdestotrotz, soweit ich es verstehe, das US-Gesetz, wäre er vorbestraft. Ganz Wie recht. stehen die Amerikaner dazu? Wie stehen die Republikaner dazu? Das muss doch dem einen oder anderen auch so ein bisschen, ja, unangenehm, sage ich mal, sein. Das ist ganz erstaunlich. Die Republikanische Partei selbst ist da Ja. tiefenentspannt. Es gibt Umfragen, die sind aber nicht stabil, muss man dazu sagen, dass 3, maximal 5% der republikanischen Wähler oder solche, die sich dem US-republikanischen Spektrum zugehörig fühlen, dass die dort überlegen, wenn jemand so verurteilt wird, ob sie ihm ihre Stimme geben, aber das wird verschwindend gering sein. Nein, tatsächlich wird die Wahl dann entschieden bei den Independents, bei den Unabhängigen, bei den sogenannten nicht Unentschlossenen, wie oft in den Medien gesagt wird. Die sind keine Unentschlossenen, das sind nur Unabhängige. Sprich, die Ja. würden sich nicht per se einer politischen Partei zugehörig fühlen in ihrer Anschauung, sondern sie sind durchaus entschlossen gewesen in den letzten Jahren, aber sie haben eben dort einen Blick, der mal auch nach links und nach rechts geht. Und dort, das ist schon kritischer, da sagt man 10 bis 15% dieser Personengruppe würde in Betracht ziehen, wenn ein Präsident verurteilt ist, strafrechtlich und dann eine saftige Strafe nach oben drauf kommt. Ich glaube, das muss dann so ein bisschen sein, damit die dann ihre Wahlentscheidungen sich davon beeinflussen lassen. Und das wird ein großer Punkt sein. Wie groß fällt das Strafmaß aus? Was passiert jetzt? Muss er dann nur eine läppische Geldstrafe zahlen? Muss Mhm. er Sozialarbeit leisten? Da gibt es also einen ganzen Katalog, den er dann machen müsste. Und ich glaube, das wird für den einen oder anderen dann sagen, das öffnet mir die Augen und der Mann steht mir politisch nahe, aber in seinem Tun, in seiner Persönlichkeit steht er mir politisch fern und da möchte ich nichts mit zu tun haben. Und dann überlegen die ihre Wahlentscheidung. Also das ist eine ganz wesentliche Gruppe, auf die es natürlich jetzt in den letzten Monaten, letzten Metern ankommt. Und Trump mit Sozialarbeit kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, muss ich sagen. Nein, Ja, aber in seiner typischen Manier, am Anfang hat er das Urteil ja relativ gelassen hingenommen, besser gesagt die Verkündung. Und dann sagt er ja, gut, die wirkliche Wahl wird im November entschieden. Damit, ich meine, zweifelt er die Gerichtsbarkeit letztlich, die Feste absolut. der Demokratie an. Es erstaunt mich, dass so wenige Republikaner das tatsächlich stört. Also in der Tat, das ist wirklich erstaunlich, dass das so ist. Man muss sich das nur mal vorstellen. Also wird vorgelesen 34 Anklagepunkte. Das ist ein Mhm. ewiges Prozedere. Und jedes Mal guilty. Und jetzt ist es so, Trump hat ja gewettert gegen den Richter, er hat gewettert gegen die Mhm. Staatsanwaltschaft. Und jetzt wird es interessant. Nicht ein Wort gegenüber den Geschworenen. Und die Mhm. Geschworenen sind eben ausgesucht worden von Trump und seinem Team und von der Staatsanwaltschaft, und zwar 12 Stück und nochmal 6 in Reserve. Und die wurden alle ausgesucht. Und da waren sogar 4 republikanische Parteimitglieder dabei.
Also er lässt sich bewusst zurück, Schelte zu machen auf die Geschworenen, die eigentlich die Entscheidung gefällt haben, erstaunlicherweise. Und der Richter muss ja nur das Strafmaß dann bestimmen. Ja. Und auf den und auf den Staatsanwalt schlägt er ein, verbal, und sagt, das wäre in New York wäre ihm kein gerechter Prozess möglich. Und dieses Bezweifeln an den Institutionen, wir erleben es ja nicht nur bei der Gerichtsbarkeit, wir erleben es ja auch, sage ich mal, bei Verwaltungsentscheidungen, Mhm. bei supranationalen Institutionen, ob es die Welthandelsorganisation ist, Weltgesundheitsorganisation war im Rahmen von Covid etc., die werden immer massiv angegriffen, und das erodiert natürlich den Glauben, das Verständnis und das tiefe Vertrauen der Bevölkerung in diese Institutionen. Denn wenn das schon der Präsident und ehemalige Präsidenten, Abgeordnete nicht tun, die ja Teil des Systems sind, warum soll es dann der kleine Mann machen, der Wähler? Also Okay. dann natürlich werden Dinge angestoßen, die meiner Ansicht nach nicht in die Politik gehören. Ja, ich finde es sehr bedauerlich, auch, sagen wir mal, die internationale Politik. Was soll ein Deutscher? Also ich muss sagen, ich sehe das auch kritisch, wenn so ein wichtiges Land wie die USA, nach wie vor eines der wichtigsten Länder meines Erachtens, mit so einer Bedeutung auch, einen Präsidenten, der vorbestraft ist und man das relativ lax wegsteckt. Also das ist mehr als erstaunlich. Da merkt man, wie ideologisiert das Ganze ist, aber Mhm. natürlich auch, wie, soll ich sagen, wie blass die aktuelle Administration ist. Man hätte es ja ganz anders darstellen können. Man hätte sagen können, wir haben die Wirtschaft, die Inflation gut in den Griff bekommen, wir haben hier solides Wachstum, der Dollar ist stark, die Zinsen gehen zurück. Also ich meine, man hat natürlich da schon einen Kranz von Dingen, aber das kommt gar nicht beim Wähler an, weil natürlich die Administration, repräsentiert von Joe Biden, natürlich auch nicht so wirkt wie eine Administration Obama, die da einen gewissen jugendlichen Charme versprüht hat. Und das ist eher solide, was er macht, durchaus konservativ, was er macht, aber halt eben der Wähler, wie heißt so schön, der Wähler bedankt sich nicht an der Urne für die vergangenen 4 Jahre, sondern der Wähler möchte einen Ausblick haben auf die nächsten 4 Jahre. Und dann natürlich kann natürlich Joe Biden vielleicht aufgrund auch seines Äußeren eben nicht so gut punkten. Ja, ist so. Ralf, da sind wir auch schon bei der letzten Frage. Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch ein bisschen was sagen zu Trump und zu seinen Vorstellungen, zu seinem Wahlprogramm. Ich meine, protektionistisch, ich hatte mit Dr. Bramel ja bereits dazu gesprochen auch, ja. Handelspolitik, klar, USA hat jetzt in der letzten Zeit einmal natürlich den Chip Act ins Leben gerufen, jetzt Handelsbarrieren gegen E-Autos in die USA. Auch der Inflation Reduction Act, muss man ehrlich sagen, ist natürlich ein Angriff eigentlich gegenüber Europa, auch gegenüber Deutschland, auch wenn sich dadurch Chancen für Unternehmen ergeben. Aber wir sind Freunde, für uns ist es wirtschaftlich trotzdem hart. Was sind seine Ziele in Bezug auf Handel? Was sind seine Ziele in Bezug auf Steuern? Er hat schon mal Steuern gesenkt, er verspricht weiter zu senken. Auch hier kann man sich fragen, bei der Verschuldung von den USA, wie soll das funktionieren? Und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen. Das Deine ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil wer Trump wählt, wird Trump bekommen. Nun wissen wir leider nicht outside Trump und was ist aber inside. Man wählt eben wenig Programm bei Trump. Er hat es auch in der Debatte da durchblicken lassen. ja. Man weiß gar nicht so richtig, woran man ist. Trump hat damals Handelszölle gegen China eingeführt. Die Administration Biden hat sie behalten. Umgekehrt hat die Administration Trump beschlossen, man soll vielleicht da aus Afghanistan rausgehen. Die Administration Biden hat es dann vollzogen. Also da gab es außenpolitisch nicht ganz so großen Dissens. Er hat damals auch Waffensysteme 2018, wohlgemerkt, in die Ukraine geliefert, weit vor dem zweiten Ukraine-Krieg. Er war einer der Ersten, der das gemacht hat. Jetzt sagt er, er will Waffen zurückhalten. Man kann eben nicht so richtig sagen, wofür er steht. Man weiß zumindest, er steht eben für eine gewisse, dass Zölle und Tarife angeglichen werden müssen. Da hat er einen Punkt, dass Handelsgewichte die USA ungefähr 3,5%, dass die Handelspartner der USA 3,5% Importzölle in den USA zahlen, aber die USA je nach Lesart zwischen 5 bis 6% in die EU, dass der Beitrag der EU und vor allen Dingen auch Deutschlands in den NATO-Budget relativ Ja, überschaubar hat ist. einen Punkt Und gehabt, der, ne? und der Beitrag der USA 60%, je nach Ja. Lesart 50 bis 60% von 32 NATO-Staaten. Das ist natürlich ein Punkt, dass er sagt, dieser Punkt haben alle Präsidenten gesagt, aber er vertritt eben diese Dinge sehr apodiktisch und droht dann auch mit martialischen Strafen, und auch das Wording, die Tonlage
ist also teilweise nicht, also sehr atonal, um es mal musisch auszudrücken. Und dann darf man nicht Was ganz, hat er gesagt, Ralf? Ist doch wirklich sehr hart, ne? Er hat Putin Freibrief gegeben an alle, die nicht zahlen. die nicht ihren NATO-Beitrag Ja. zahlen, die können ja ruhig überfallen. Da würde er sich die Beistandsgarantie, Artikel 5 der NATO-Statuten, würde er dann nochmal überdenken. Ich meine, wenn er da lange nachdenkt, dann ist Putin relativ schnell in Tallinn, ja, wenn er dann Estland einmarschiert. Da hat er nicht viel Zeit zum Überlegen. Also das sind natürlich Dinge, Abschreckung beruht auch auf Bündnisbereitschaft. Und wenn man diese Bündnisbereitschaft in Frage zieht und in Frage stellt, dann hat man natürlich ein Problem an anderer Stelle. Also so gesehen, wo Trump draufsteht, ist Trump drin. Nur wenn Trump drin ist, wissen wir nicht genau in puncto Handel, in puncto Sicherheitspolitik, in puncto Außenpolitik, wo wir da genau stehen. Also insoweit kann ich diese Frage leider nur unvollständig beantworten. Okay, verstehe. Ja, Ralf, dann sind wir schon eigentlich am Schluss. Ganz herzlichen Dank. Willst du noch eine Wette abgeben zum 5. November? Also Stand jetzt würde ich sagen, Trump hatte die Wahl verloren, Biden hatte 8,5 Millionen mehr Stimmen gehabt. Mhm. Natürlich nutzt es ihm nichts, wenn er 3 Millionen mehr Stimmen in Kalifornien hat. Bei einer Stimme Mehrheit in Kalifornien hat er alle Delegierten. Aber es hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass zwei Dinge den Ausschlag gaben. Einmal die Double Haters. Das sind die, die beide nicht ausstehen können, weder den einen noch den anderen. Die haben damals bei Trump gegen Clinton mehr Trump gewählt. Die haben bei Trump gegen Biden mehr Biden gewählt. Die sind auch noch mehr auf der Biden-Seite. Das ist mal das eine. Und das Zweite, und es wird sehr spannend sein zu beobachten, dann bei dem Nominierungsparteitag, bei der US Republican Convention in Milwaukee in diesem Monat, was ist mit den Wählern von Nikki Haley, sie hat noch keine Concession Speech gemacht, sie hat nur gesagt, sie selbst wird Trump wählen. Aber was ist mit ihren Wählern? Denn ein Fünftel, und das ist jetzt wirklich maßgeblich, Ja, ein Fünftel der US-republikanischen Wähler in den Vorwahlen haben Nikki Haley die Stimme gegeben, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als sie noch im Rennen war. Und das ist signifikant. Also er braucht diese Haley-Stimme. Und die Frage ist, wird Nikki Haley sich das abkaufen lassen mit einem Amt oder ähnlichem? Denn man darf nicht vergessen, er hat sie übelst im Wahlkampf beschimpft ja. als leichtes Mädchen. Sie hätte ein wortwörtlich Spatzenhirn und sie wäre ja ganz nett gewesen in der Diplomatie. Aber wenn es ums Big Business geht, dann ist sie ja wohl als Frau im Weißen Haus völlig fehl am Platze. Und solche sexistischen Aussagen hat er getroffen. Die Frage ist, inwieweit Nikki Haley sich dort für ihre eigene Interessenslage dort breitschlagen lässt oder eben auch nicht breitschlagen lässt. Also das ist, glaube ich, viel spannender, als zu sehen, wie die US-demokratischen Wähler entscheiden. Entscheidend wird vielmehr sein, wird es Trump gelingen, die Unentschlossenen und vor allen Dingen seine eigenen Reihen zu schließen. Und da ist Nikki Haley und die Wähler von Nikki Haley ein wesentlicher Baustein für die Road to the White House. Stand jetzt würde ich sagen, liegt Biden eine Nasenlänge vorne, aber das kann sich alles noch ändern. Okay, interessant. Ralf, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung der Situation. Gern geschehen, Claudia.